Du bist doch dieser Thorsten, von dem alle reden. Oh nein, der Erzfeind. Wir müssen über den Kühlertest reden. Machen wir. Guck mal, ich habe gerade einen Kühler, den können wir testen. Lass drüber reden. Willkommen bei PC Games Hardware. Ich hatte ja vor einiger Zeit einen Vergleichstest von 6 Wasserkühlern online gestellt und besonders das Abschneiden des Thermal Grizzly Deltamate MP2 hat dabei viel Aufmerksamkeit erhalten und da gab es einige Fragen, die man vielleicht nochmal deutlich erklären sollte. Und deswegen ist heute hier Roman Hartung, der Gründer und Leiter von Thermal Grizzly. Und ja. Vielen Dank für die Einladung. Also ich bin sehr gespannt, was wir uns hier anschauen. Habe ein paar Sachen mitgebracht. Dann gucken wir mal, was wir rausfinden können. Du suchst einen neuen Gaming-PC? Bei Krotos Computer setzen wir auf Qualität statt Massenfertigung. Konfiguriere deinen Wunsch-PC oder lass dich persönlich beraten. Schau einfach auf unserer Website vorbei. So, jetzt nicht in der Hektik das Vermasseln. Unter kritischsten Blicken. Du, schon alleine, wenn ich sehe, dass jemand den Spachtel so hält, weiß ich, dass er schon ganz viel Pass in seinem Leben aufgetragen hat. Ja, weil, wenn man immer gemerkt hat, der Druck von oben ist so das Wichtigste. Und jetzt die wichtige Frage, wie stark ziehen wir das Ding an? Die eigentliche Idee ursprünglich war mal, dass die Unterkante von der Mutter bündig mit der Oberkante vom Kühler ist. Also es macht auch keinen großen Unterschied. Also du hast es, glaube ich, getestet? Ich habe es getestet. Ja. Jetzt hat er mir gesagt, dass ihr intern primär testet, dass die Unterlegscheibe gerade so in der Halterung verschwindet. Mir wurde aber gleichzeitig die Empfehlung gegeben, anzuziehen, bis die erste Nut verschwindet, was also entsprechend schärfer angezogen ist. Ich habe es beides bei verschiedenen Runs getestet. Ich glaube, einen habe ich sogar mal während des Runs nachgezogen. Mhm. Und es war im besten Fall Zehntel-Kelvin-Bereich. Sprich, nichts, wo ich mehr als nur einen Trend hätte erkennen können. Das ist nur in einem Bereich. Ja. Anpresskraft ist immer so eine Sache. Wenn man genug hat, hat man genug. Der müsste ja nicht passen, oder? Ja, gut. Ich nehme die längeren, die sind bei den Schläuchen jetzt nicht so im Weg. Aber ja, man kann es natürlich mit dem beigelegten Thermal Grizzly Werkzeug auch montieren. Das ist übrigens ein Wertungsaspekt, ob man den Kühler ohne weiteres Zubehör. War für dich eigentlich ein Wertungsaspekt, dass wir jeden Druck testen und auch ein Druckprüfprotokoll dabei ist? Nein, das ist tatsächlich kein Wertungsaspekt, weil ob sie getestet sind, erfahre ich halt bei vielen anderen nicht. Und dass sie es beilegt, fand ich aber persönlich nett. Genau, also bei uns weißt du halt, jeder Einzelne ist getestet, auch wann und was das Testergebnis ist. Da fließt ja auch ein bisschen Arbeit rein, deswegen interessiert mich das, wenn du das sagst, das interessiert dich gar nicht, ist auch interessant. Also was mich tatsächlich interessiert als Tüftler und Bastler und auch für Leute, die Kühler vielleicht mal etwas ungewöhnlich einsetzen wollen, ist, wie druckfest ist der Kühler. Sehr wenig Hersteller machen dazu eine Angabe. Ihr habt auch in den Spezifikationen keinen drin, aber ihr habt ein Prüfprotokoll beiliegen. Das heißt, ich weiß sogar, was der Prüfdruck ist. Das ist locker gleichwertig. Genau, also bei uns weißt du, der ist halt auf 1 Bar getestet. So, genau. Ne? Und ich hatte halt damals, als ich mal Radiatoren, jetzt Passivradiatoren, hatte ich halt mal den Fall, dass einer bei 0, oder 0,3 Bar undicht wurde. Weil der hat im Stecksystem gearbeitet. Das war eine sehr exotische Konstruktion, die es so auch schon lange nicht mehr zu kaufen gibt und so weiter. Aber seitdem beachte ich tatsächlich bei allen Wasserkühlungstests als Aspekt mit bei, wie viel Druck kann ich draufgeben, weil es gibt halt wirklich welche, die sind bis 5 Bar zugelassen und es gibt halt welche, die bei 0,5 Bar schon nachgeben. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die besten Pumpen, Einzelpumpen, gegen eine totale Blockade, also abgeknickter Schrauf, schon 0,47 Bar aufbauen können. Und wenn du 2 davon in Reihe schaltest, bist du also schon im Bereich, wo der 0,5er jenseits deiner Specs ist. Ja, und das ist durchaus ein Wertungsaspekt. Ich habe tatsächlich keine Standardwertung dafür, weil es so selten ist. Aber ich bewerte, ob überhaupt eine Angabe existiert. So, wollen wir starten? Ja. Pumpe läuft. Strom drauf. Und für alle Leute, die sich um die Umgebungstemperatur Sorgen machen, wir sind hier natürlich in einem klimatisierten Raum. Wenn es mehr als 26 Grad wird, geht die Klimaanlage an. Die kühlt nicht weiter als 25 runter. Und wir machen natürlich auch die Eiscover drauf, für den Fall, dass das irgendeinen Einfluss auf die Temperatur hat. Ich verweise an dieser Stelle aber darauf, dass Roman selbst gesagt hat, dass schon die Kühlstruktur des IOD-Bereichs 5 mm neben dem eigentlich zu kühlenden Bereich kaum noch eine Rolle spielt für die Performance. Das hier ist 3 cm oberhalb und dazwischen sind nicht mal wärmeleitfähige Materialien. Aber hey, wenn die Kritik kommt, wir gehen auf Nummer sicher. Wir haben jetzt den Thermal Grizzly Deltamate 2 mit der unvernickelten Kupferbodenplatte durch den ersten Test gejagt. Die CPU hat sich verhalten wie immer. Tatsächlich ist es der dritte Test. Wir hatten ein kleines Problem, aber es passt jetzt wieder. Wir haben unsere 200 Watt Package Power. Taktverhalten ist wie es soll. Das heißt, wir haben genau die Heizleistung, die ich auch im Hauptreview von der Serienversion gemacht habe. Und wir haben jetzt natürlich neue Ergebnisse für die CPU-Temperatur bzw. das Delta zum Wasser und für den Durchfluss.
Durchfluss haben wir ungefähr 5% mehr jetzt. Das entspricht den Erwartungen. Roman hat es in seinem Video ausführlich geschildert gehabt, dass durch die relativ dicke chemische Vernickel bei Thermal Grizzly schlichtweg der Freiraum in den Lamellen kleiner wird. Und wenn man die nicht macht, hat das Wasser mehr Platz zu strömen, wir haben mehr Durchfluss. Und die Kehrseite dazu ist natürlich auch, wo mehr Wasser fließt, kann leichter Wärme abgeführt werden. Zumindest als Grundsatz, muss man ein paar andere Parameter berücksichtigen. Aber wir können ziemlich genau das bestätigen, was Thermal Grizzly auch intern gemessen hat, nämlich, dass es ungefähr 1 bis 1,5 Kelvin kühler wird. Wir haben jetzt im ersten Durchgang 43,1 Kelvin Delta CPU zur Wassertemperatur gemessen. Im Review selbst hatten wir über 4 Runs einen Schnitt von 44,4. Das ist also ein Unterschied von 1,3 Kelvin die Verbesserung. Ich muss jetzt natürlich noch 3 weitere Runs machen, ehe ich da eine finale Wertung drauf machen kann. Aber die Tendenz ist schon mal ziemlich klar, in welche Richtung es geht. Spannend wird das Ganze dann zu vergleichen mit dem Watercool, für den mir auch ein vernickeltes Sample zugesagt wurde. Also die Bodenplatte, wie man sie bei der Nickel-Version dann im Shop kaufen kann. Ich habe bislang ja die Bodenplatte der Kupfer-Version, die man auch wird kaufen können, getestet. Das wird dann das spannende Gegenstück, aber der ist heute noch nicht da und wir machen ja heute ein Video über Thermal Grizzly. Deswegen reden wir jetzt noch nicht über Watercool. Fein, also wir sind auch Rico, super Typ, bin auch mit den allen befreundet, also wir sind da nicht so konkurrenzmäßig unterwegs, alles cool. Aber es deckt sich genau mit dem, also wir hatten intern 1,6 gemessen. Ich weiß aber nicht weil ich die Messung nicht selber gemacht habe, aus wie vielen Messungen wir jetzt da den Mittelwert gebildet haben. Aber es kommt auch hin, das ist ja auch immer ein leicht unterschiedliches Test-Setup, andere CPU, wie auch immer. Ja, wir haben auf alle Fälle schon mal 230, ich glaube so 250 Watt. Das heißt, ein etwas höherer Temperaturunterschied ist klar in der Messung, weil wenn man mehr heizt, werden die Unterschiede größer. Genau, aber bestätigt einfach genau das, wie wir es auch erwartet haben. So, nachdem Roman und ich jetzt einen halben Tag lang Kühler getestet und über Wasserkühlung gefachsimpelt haben, haben wir, glaube ich, noch ein paar Punkte zu besprechen bezüglich des letzten Tests, nämlich wie eigentlich die Messinhalte kommuniziert wurden und wie die Leute darauf reagiert haben. Denn da haben wir jetzt auch im Austausch zwischendurch nebenbei gemerkt, es kamen doch einfach einige Sachen von denen, die ich eigentlich ausdrücken wollte, bei denen, die den Test gelesen und geschaut haben, gar nicht an. Und wir haben darüber hinaus haben wir ungefähr Faktor 10 Leute, die haben nur Romans Reaktion gesehen und zum Teil auch bei uns kommentiert, aber gar nicht das Originalmaterial anguckt. Und spätestens bei denen ist das so, ja, ich sag mal, viele Fakten doch lost in translation. Und das wirft auf uns ein schlechtes Licht, das wirft auf einige der Testteilnehmer ein schlechtes Licht. Und diejenigen, die Roman die Schuld dafür geben, dass dieses Licht kommt, bei denen wirft es auch noch ein schlechtes Licht auf Roman. Und das wollen wir mal klarstellen, beziehungsweise einfach mal locker drüber reden, was wie gelaufen ist und was eigentlich Tacheles war. Das ist, wenn du mal selber sehen willst. Wenn ich mal ein bisschen Watercool-Industriespionage machen. Das ist halt wirklich direkt von der Fräse. Bist wahrscheinlich der erste außerhalb von Watercool oder eines Mitbewerber, der ihn sehen darf. Was soll man sagen? Also, die machen auch echt einfach geile Arbeit. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Meist besprochene Thema war natürlich mein Testsieger, die Konkurrenz von Roman, nämlich der Heatkiller 5 und die Sache, was habe ich da eigentlich getestet. Sehr oft haben wir in den Kommentaren, die wir in den letzten Tagen dann unter unserem Video gefunden haben und zum Teil auch im Forum, die Kritik gehört, man testet ja keine Prototypen. Und ich muss sagen, vom Satz her ist diese Kritik absolut richtig. Nein, man testet nichts, was nicht fertig entwickelt ist. Es sei denn, man macht wirklich einen Bericht über Entwicklung. Aber so wichtig muss ein Hersteller erstmal sein, dass man sich seine Nicht-Verkaufsmodelle anguckt. Was ich aber gemacht habe, ist nicht ein Prototypen testen. Ich habe es ausdrücklich gesagt, das ist ein Nullserienmodell. Für die, die es nicht wissen, der Unterschied ist, Prototypen macht man während der Entwicklung, um etwas auszuprobieren, was vielleicht für die spätere Fertigung ist. Nullserie ist die Phase, wo man sagt, wir haben jetzt das Design unseres Kühlers komplett abgeschlossen, aber wir müssen noch prüfen, ob unsere Arbeitsabläufe alle funktionieren. Heißt insbesondere bei einem Wasserkühlungshersteller, der extern beschichten lässt, halt zum Beispiel, man lässt das Ding einmal mit dem finalen Programm über die Fräse laufen, schickt dann die Teile zum Beschichter und hofft, dass sie so zurückkommen, wie sie sollen und der nicht noch Probleme hat und noch irgendwas anpassen muss in der Galvanik oder ähnliches. Und ja, das heißt also, der Kühler an sich ist final fertig, nur er kann so noch nicht verkauft werden, weil man prüft gerade noch, ob er dann so problemlos verkauft werden kann. Insbesondere die Bodenplatte hat dabei natürlich viel Aufmerksamkeit erhalten, weil die ist bei meinem Testsample nicht vernickelt. Das habe ich auch gesagt, dass das final später anders wird. Was ich vielleicht hätte mehr betonen sollen, das wird final später anders bei der Acryl-Nickel-Variante, das heißt mit dem Acryldeckel und dann Nickelboden, dem Namen nach, wo mein Testmuster am nächsten rankommt. Das heißt aber nicht, dass es die unvernickelte Bodenplatte nicht in Serie geben wird, denn den gleichen Kühler wird Watercool auch anbieten als Kupfer mit Kupferboden, Kupfermittelstück und dann Kupferdeckel.
Da war der Deckel noch nicht fertig, sonst hätte ich die Variante getestet. Dann wäre die Bezeichnung auch eindeutig gewesen. Stattdessen habe ich halt zu Watercool mit denen vorab gesprochen, als sie mir gesagt haben, ja, 0-Serie haben wir schon, wir haben noch keine Verkaufsversion. Okay, also ihr habt die Bodenplatte einer Verkaufsversion 100% fertig. Ja, haben sie. Das ist die getestet. Die werdet ihr genau so kaufen können. Eigentlich sollte sie heute schon im Shop stehen, aber wer Watercool kennt, das dauert ein bisschen länger. Nein, sie haben es noch nicht online. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Zweiter Teil, die Midplate. Vollkupfer, auch von der Kupferversion, kann man nahezu genau so kaufen, wie ich sie habe. Die wird nur beim Serienteil lackiert sein, damit wir sie nicht, wie ich es gerade mache, ständig irgendwie mit einem Fingerabdruckschutz anfassen muss. Kriegt halt eine kleine Beschichtung drauf, dass sie nicht ganz so anfällig ist, dass es nicht das blanke Kupfer ist. Aber wer Romans Video gesehen hat, der weiß schon, Bereiche, die 1-2 cm in der Bodenplatte neben den eigentlichen Wärmequellen liegen, tragen quasi nichts mehr zur Kühlung bei. Das heißt, etwas, was hier im gesamten Kühler eine Ebene höher liegt. Ob das eine Nickelschicht drauf hat oder nicht, ich glaube, da wird mir auch Roman zustimmen, unabhängig von deren Dicke. Das macht jetzt echt den Kohl nicht fett. Und was schlussendlich der größte Unterschied, der optische bei meiner Version zur Testversion, ist dieser Alurahmen, der auf dem Acryl liegt und nur dazu dient, dass es von oben hübsch aussieht und dass die LEDs nicht nach oben strahlen. Der ist in derselben Version später eloxiert, bei mir ist er blank. Auch da habe ich halt gesagt, so, okay, ist ein bisschen blöd für Fotos, dass ihr mir den nicht final schicken könnt, aber es macht für den Test überhaupt keinen Unterschied. Und ehe ich 2 Monate warten muss, rechnen ja leider als Hardware-Heft nebenbei immer noch in Abgabetermin. Das heißt, wenn du den Monat nicht schaffst, wird es erst einen Monat später, dass ich daran arbeiten kann, habe ich gesagt, schick ihn mir so, nehme ich ihn so mit in den Test mit rein und schreibe halt dran, 0-Serie. Das ist also die Sache, nicht Prototyp. Ich muss auch sagen, das war für mich, als ich das Video angeschaut habe, auch nicht so klar verständlich. Also ich verstehe es natürlich so, wie du das sagst, alles easy, ne? Ich habe dieses Video natürlich nicht gedreht für Leute, die meine Testmethoden auseinandernehmen sollen, sondern für Leute, die sich schnell über den Kühler informieren wollen. Und sind die Eigenschaften ja wichtiger, als unter welchen Bedingungen habe ich ihn bezogen. Deswegen jetzt dieses... Genau, für mich war dann eher der Aufhänger, das hatte ich ja dann auch selber in meinem Video gesagt, gar nicht, dass ich den Test von diesem spezifischen Kühler kritisiere. Ich habe auch direkt gesagt, Testaufbau, alles cool, ne? Habe ich mal übrigens auch angeschaut, wir haben auch da geile Diskussionen geführt, also cool, da nehme ich auch Sachen für mich mit. Und für mich war nur der Punkt, als es dann hieß so, wenn der dann vernickelt ist, spielt es keine Rolle, weil das dann nur optisch ist. Und das ist halt was wir auch bei Grizzly lernen mussten. Das ist was historisch, glaube ich, gewachsen ist. Vor 20 Jahren war das auch nicht so ein Thema, wie es heute ist, weil die Leistungsaufnahme ist halt gestiegen. Dadurch werden solche Einflussfaktoren größer. Energiedichten sind gestiegen. Früher hat man wahrscheinlich den Unterschied nicht gemerkt. So, ne? Dann ist man dabei geblieben, war früher kein Unterschied, sagen wir heute immer noch keinen. Und wir haben halt irgendwann gemerkt, es ist halt einer, der ist halt klein. Wir haben es ja heute dann auch nochmal nachgestellt. Aber wenn man dann halt über am Ende 2 Grad oder 3 Grad irgendwo 2,6 diskutieren, dann ist es natürlich auch relevant, wenn dann irgendwo 1 Grad Celsius verloren geht. Heißt ja nicht, dass er schlecht ist. Meine Schlussfolgerung, dass diese Bodenplatte so performt wie das Nickel-Modell, nicht das Kupfer, also die performt so wie das Kupfermodell, aber meine Schlussfolgerung, dass das Nickel-Modell genauso performt, das ist etwas, was wir noch testen werden. Nächste Woche voraussichtlich, wenn Roman wieder weg ist. Im Moment testen wir im Gegenzug gerade, wie gut der Thermal Grizzly Deltamate 2 ohne Nickel performt. Den kann man so leider dann nicht kaufen, wobei vielleicht nach dem Video, wenn ihr ihn oft genug drängelt, werdet ihr ihn vielleicht trotzdem anbieten. Sieht ein bisschen interessant aus, die Kombination. Aber da werden wir jetzt wirklich auch den Gegentest machen. Wie gut performt es mit, gut, wie performt es ohne Nickel. Und ich muss auch dazu sagen, mir wurde viel vorgeworfen, ich kann das da nicht einfach so behaupten, wie Roman gerade schon gesagt hat. Das war früher eine Binsenweisheit, dass das ist. Und ich habe es nicht einfach so behauptet, ich habe es früher auch getestet. Ich gebe zu, ich habe es nicht mehr in jedem Jahr neu untersucht. Ich bin eigentlich gerade dabei, zusätzlich zu den beiden werde ich auch noch bei Aquacomputer, Cuplex Cryos habe ich ja auch empfohlen, Cryos Next. Auch da habe ich Zugriff zu einem vernickelten und einem unvernickelten Exemplar und einfach nochmal als dritten Hersteller werde ich auch die noch daneben stellen. Dann haben wir wirklich mal den Abgleich. 3 Kühler, 3 gleiche Kühlstrukturen, 3-mal mit Nickel und ohne Nickel. Spannend würde ich sagen, da hat mich Roman jetzt auch mal detaillierter gebrieft. Tatsächlich mir nicht so geläufig war der Unterschied chemisch vernickelt, galvanisch vernickelt. Früher waren, glaube ich, fast alle Kühler galvanisch vernickelt, weil das, ich sag mal, die klassische Methode ist, wenn man große, einfache Formen hat. Sowas wie hier den Thermal Grizzly Deltamate mit seiner rauen Oberfläche kriegt man aber überhaupt nicht sauber galvanisch vernickelt. Deswegen vernickelt Thermal Grizzly chemisch. Und das heißt auch, sie bringen eine dickere Schicht auf und diese Schicht dringt besser in die Kühlstruktur ein. Und dann kann sie da natürlich auch mehr Einfluss haben. Das heißt, so meine Überlegung, meine alte Binsenweisheit, ein paar Mikrometer Nickel auf dem Kupfer machen von der Wärmeleitfähigkeit her keinen großen Unterschied. Das kann man auch beispielhaft vorrechnen. Das sind, ich glaube, ich kam auf 0,06 Kelvin mit den Zahlen, die Roman genannt werden, die zu erwarten werden. Das ist, wenn ich sage, ich habe eine Messgenauigkeit oder eine belastbare Sache von 0,5 Kelvin, ist das Hühnerschiss. Aber wenn man natürlich sagt, wir haben in der Kühlstruktur den
Qualität des Wassers verändert. Das ist ein ganz anderes Thema und das hatte ich tatsächlich lange nicht auf dem Radar. Das werden wir jetzt drauf testen. Wird halt deswegen auch spannend, weil Thermal Grizzly zwar chemisch vernickelt, aber ich weiß im Moment nicht, wie es bei Watercool und Aquacomputer ist. Kann also durchaus sein, wenn die elektrolytisch vernickeln, dass bei denen der Unterschied wesentlich kleiner ausfällt. Insofern wäre dann meine Aussage bezogen auf diesen Kühler richtig gewesen. Aber natürlich noch lange nicht die Annahme, dass der hier jetzt, also dass das ein Vergleich auf Augenhöhe wäre. Ich meine, das ist ein Vergleich von Produkt A, das man kaufen kann, Produkt B, was man verkaufen kann. Aber wenn halt Produkt A viel mehr Wert auf Optik bei der Vernickelung liegt und Produkt B einfach nur das blanke Kupfer hinstellt, dann muss man natürlich als Käufer sich überlegen, was von beiden will ich eigentlich. Und als Tester auch, sind das zwei Produkte, die um die gleichen Käufer konkurrieren. Ich meine natürlich, in einem Vergleichstest habe ich immer Produkte für unterschiedliche Käuferschichten mit drin, sonst wäre das auch sehr, sehr nischig. Aber das muss ich natürlich dann auch als Tester ein bisschen anders herausarbeiten. Da Kritik angenommen. Absolut, also ich will auch noch mal kurz auf die Nickel-Thematik eingehen. Also bei uns, nur damit ihr das auch versteht, ist es ja so, wir haben ja super komplexe Geometrien und wenn ich das jetzt matt haben will, also wir haben ja explizit diese matte Oberfläche, die dann nur auf der Kontaktfläche glänzt und wenn man das jetzt galvanisch vernickeln würde, dann ist es so, dass galvanisch ist ja, man hängt es in so einem Bad und da wird ein Strom angelegt und dadurch ist es so, dass an den Ecken das elektrische Feld einfach stärker ist und dadurch dann die Schicht an den Ecken stärker aufgebaut wird. Deswegen geht es auch nicht in die Finnen rein. Was halt bedeutet, wenn man das bei so einer Oberfläche hier machen würde, hätte man so eine extreme Wolkenbildung. Das sieht richtig kacke aus, ja, sage ich ganz offen, wie es ist. Und das ist der einzige Grund, warum wir den Kühler auch chemisch vernickeln, weil wir keine andere Wahl haben an der Stelle. Weil wir eben gesagt haben, das ist für uns so diese Rahmenbedingungen, wir wollen den Kühler vom Design so machen. Das ist ja das, was ich auch gesagt habe, man schränkt sich dann halt ein Stück weit ein. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das sieht man ja auch bei Aquacomputer, bei Watercool sehr, sehr viel, die machen das funktionaler. Da sind die Oberflächen ja dann zum Beispiel komplett blank gefräst. Das ist halt die perfekte Vorlage, dass man dann sagt, das ist nicht poliert, das kommt so von der Fräse? Genau, richtig. Und da sagt man dann, da ist galvanisch vernickeln. Ich weiß nicht, ob sie galvanisch vernickeln oder chemisch, kann ich gar nicht sagen. Aber dann könnte man das zumindest machen, weil dann diese Wolkenbildung nicht da wäre. Dann ist natürlich auch die Frage, wie dick macht man das? Ja, das ist natürlich auch eine Frage, hat Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit. Bei uns dann auch nicht nur auf dem Boden, wie du gesagt hast, bei den Finnen. Wir haben eigentlich einen Spalt von 200 Mikrometer. Wenn wir dann links und rechts jeweils 20 Mikrometer aufbauen, dann hast du halt am Ende nur noch 160 Spalt, ne? Wo dann das Wasser durch kann. Das haben wir ja gesehen, wir haben einen Durchflussunterschied, 5%. 5% haben wir jetzt mehr für die unvernickelte Bodenplatte Genau. Also beim Deltamet gemessen. Alles nicht die Welt, aber alles wenn man nicht die das Welt, erzählt ja. will. Ich habe übrigens Watercool mal gefragt, wie dick die vernickeln und die haben mir im zweiten Nachgang haben sie auch mal kuriert auf 10 Mikrometer. Das wäre also ungefähr die Hälfte von dem, was bei Thermal Grizzly aufgetragen ist. Und wie gesagt, der entscheidende Kriterium ist aber, wie dick ist die Schicht zwischen den Finnen bei nominell gleich gefrästen Bodenplatten. Weißt du, wie dick der Schlitz war hier? Also wie fein die das geschnitten hatten? Deutlich feiner als die 0,2 vom Kryos. Das weiß ich noch. Also 0,15 ist, ich sag mal, der nächste glatte Fünfer. Ob es jetzt 0,16, 0,147 geschnitten haben. 0,1 wird es nicht sein, weil das ist das hier. 0,1 ist es definitiv nicht. Das ist wieder gröber im Vergleich zu Asus. Das habe ich ja 0,08. Genau. Dann ist ja auch wieder so, wenn mal angenommen, Watercool hätte es 0,15 zum Beispiel und die bauen 10 Mikrometer links, rechts auf, dann haben die am Ende halt dann auch nicht mehr 0,15, sondern 0,13. Ne? Und dann auch da wird es dann Einfluss haben. Das ist alles nicht groß, aber wir sind ja auch hier, wir wollen ja auch Deswegen messen wir es im Zweifelsfall nochmal genau nach. Ich meine, die ganze Kritik, das kann ich vielleicht gleich den nächsten Punkt aufnehmen, was auch häufig geäußert wurde, auf die 3 Kelvin kommt es doch gar nicht an. Habe ich sinngemäß sogar genau so in meinen schriftlichen Test zumindest reingeschrieben. Im Video ist es, glaube ich, in Kürzung zum Opfer gefallen, dass natürlich auch der Thermal Grizzly immer noch ziemlich gut kühlt. Und wenn einfach nur eine Wasserkühlung für ganz gute Temperatur ist da keineswegs falsch. Aber woher denn letztendlich, sag mal, die Kritik auch kam, also dass sie als Kritik ausgesprochen wurde, nicht nur als Randbemerkung, ist halt die Sache, wir sind hier halt bei Produkten, die richten sich an Leute in absoluten Premium-Anspruch. Und dann wird halt nicht mehr daran gemessen, was braucht man, damit es funktioniert. Das wäre zum Beispiel bei einem Mainboard, könnt ihr ein Mainboard für 100 € kaufen. Das ist das, was man braucht, damit es funktioniert. Aber wenn ihr ein Premium-Mainboard kauft, dann kostet das 500 oder 800 €. Und das wird nicht durch mehr Nutzwert gemacht. Das wird dadurch definiert, dass es das Beste vom Besten ist. Und jeder, der antwortet mit, ich bin das Beste vom Besten, und ich glaube, den Anspruch habt ihr dann doch in weiten Teilen, auch mal auf Fokus auf Leistung, der muss sich dann halt am besten des Besten, was man finden, messen lassen. Und entweder er steht oder er kriegt eins auf den Deckel. So viel ist dann halt einfach, Tester sind nicht dafür da, um alles nur zu loben.
Ist für mich auch fein, also ich hab damit auch kein Problem. Ist natürlich aus unserer Sicht auch so, dass wir zum Beispiel auch nie gesagt haben, es ist der beste Kühler, den es am Markt gibt. Ne? Wir sagen, es ist ein Ultra-High-Performance-Segment. Da befinden die sich aber auch alle, muss man sagen. Also wenn wir jetzt hier zwischen dem besten Kühler, den es aktuell überhaupt gibt, so, und dem sind es dann 2,6 Grad, finde ich dann für mich okay. Worauf ich noch ganz kurz eingehen will, deswegen habe ich auch diese Muster hier mitgebracht, weil du hattest zum Beispiel bei dir im Video gesagt, dass 0.2 so alte Technologie wäre, so von vor 10 Jahren. Ein Level, das schon vor langer Zeit erreicht wurde. Genau, und da will ich auch... Den Eindruck veraltet wollte ich ausdrücklich nicht vermitteln. Ich habe jetzt nicht das Zitat wortwörtlich im Kopf, also nicht, dass es... Nicht, dass es wieder falsch ankommt. Wir machen hier ein Richtigstellungsvideo, da will ich diesmal ganz sicher gehen, dass mich nicht wieder einer falsch versteht. Und wir haben jetzt nicht so sehr vorbereitet, ich habe jetzt nicht irgendwelche Zitate rausgeholt, ne? Wir machen es ganz entspannt, das will ich auch ganz deutlich sagen. Was ich mitbringen wollte, waren halt auch Sachen, die wir machen können, technisch. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel, das hatte ich Thorsten jetzt mitgebracht, wenn er Zeit bekommt, ist wahrscheinlich das Richtige, dann kannst du es testen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Kühlplatte, die ist mit 0,1 mm geschlitzt und hat eine 0,1 mm Finne. Das ist was wir technisch herstellen können. Heißt aber nicht immer im Umkehrschluss, dass es sinnvoll ist. Das sowohl vom finanziellen als auch vom Nutzen her, also wir haben das getestet damals und das ist minimal besser, aber nicht so viel mehr, dass es rechtfertigt, weil wir haben deutlich teurere Werkzeuge, wir haben viel mehr Schlitze, das heißt, die ganze Produktion ist teurer, es ist nicht so zuverlässig. Plus dazu kommt, wir können halt bei einem 0,1er Gap, also bei einem 0,1er Schlitz, wenn ich da links, rechts versuche 20 Mikrometer zu vernickeln, dann ist es nur noch ein Block, dann klebt das alles zu. Und das sind dann alles so Dinge, die man dann am Ende irgendwie kombinieren muss und dann muss man dann viele Kompromisse eingehen. Dann muss man auch überlegen, wie durchflussoptimiert will man das machen. Das hatte ich dir vorhin auch gesagt, dass wir auch den Anspruch haben, dass der Kühler jetzt nicht wie bei dem Asus-Modell einfach so ein krass restriktives Ding ist, auf Teufel komm raus, sondern dass man halt auch sagt, ey, wenn der Nutzer silent optimiert, wie ich persönlich auch, für mich ist so D5 40% ist so mein Ding und da muss es halt gut funktionieren und dann fällt es für mich halt raus, auch wenn ich es technisch machen könnte, sehe ich dann den Nutzen ehrlich gesagt nicht. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Das habe ich auch beim Asus damals im Test kritisiert oder angesprochen. Ist dann zwar geil als CPU-Kühler, aber in dem Moment, wo du sagst, ich habe einen ganzen Kreislauf und ich will auch noch eine Grafikkarte gut kühlen und gegebenenfalls die Grafikkarte ist sogar das, was eigentlich deine Systemperformance begrenzt, heutzutage oft genug, dann ist halt die Frage, ja, darf der Kühler sich überhaupt so viel Pumpenleistung für sich klauen? Und die Antwort wäre tatsächlich auch bei mir privat, nee, also da würde ich keinen Mehrwert drin sehen. Was ich übrigens an der Stelle anmerken muss, einige Leute haben in den Kommentaren auch gesagt, dass sich ja so enge Bodenplatten dann total schnell zusetzen. Das stimmt natürlich tendenziell, je enger sie ist, desto stärker besteht diese Gefahr. Aber wenn man wirklich in Bereiche gehen will, wo man davor sicher ist, weil die Bodenstruktur so groß ist, das ist ja nicht mehr Ultra High Performance. Also das erste Mal, dass ich einen Hersteller gesehen habe, der damit geworben hat, das war, glaube ich, irgendwann zur Jahrtausendwende in Novatec, falls sie noch jemand kennt. Die machen übrigens heute noch professionelle Sachen. Die hatten damals, ich glaube, 2 5 mm breite Kanäle, die sich gekreuzt haben, also einen Deckel, einen Boden, die verwirbeln sollten. Und da haben sie dann gesagt, das ist jetzt aber ein Vorteil gegenüber den damals gerade aufkommenden Kühlern mit geschlitzten Lamellen, die damals, glaube ich, noch mit Schaftfräsern mit 2 mm, 2 mm statt 0,2 gemacht wurden. Damals kam das schon zum ersten Mal auf, dass man ja mit einer gröberen Stufe verschmutzungssicherer ist, aber es lohnt sich nicht, so grob zu gehen. Dann macht lieber ab und zu mal sauber. Das ist auch dem Pastellthema sehr viel geschuldet. Ne? Wenn du jetzt mal so 5, 6, 7 Jahre zurückgehst, dann das war so das Ende der Pastell-Ära, würde ich mal sagen. Also da waren alle Systeme verklebt, mit denen man es eingesetzt hatte. Also es benutzen zwar noch Leute heutzutage, aber wir sagen auch jedem Kunden, ey, benutzt irgendwas anderes, was vor allem Korrosionsschutz hat. Das ist auch ein ganz großes Thema, was wir ganz viele Probleme mit haben. Ich habe da auch mal ein ausführliches Video zu gemacht. Wenn man zum Beispiel nur destilliertes Wasser benutzt, kann man sich nach 2 Tagen von jeder Optik in seinem System verabschieden, weil man einfach massive galvanische Korrosion hat. Und es gibt halt verschiedene Kühlmittelhersteller, die verschiedene Sachen haben. Das kann ich auch nur persönlich empfehlen. Ihr müsst euch informieren, was für Komponenten ihr im System habt, aus was die bestehen und müsst dafür passend die Kühlflüssigkeit kaufen. Weil wir haben es auch immer wieder, dass dann einer sagt, ja, ich benutze jetzt seit 10 Jahren diese Flüssigkeit und die hat immer funktioniert, jetzt habe ich eine andere Komponente, jetzt funktioniert es nicht mehr. Und dann gucke ich ins Datenblatt rein und dann sehe ich, okay, hat halt keinen Korrosionsschutz für zum Beispiel Kupfer-Nickel drin und dann aber einen Korrosionsschutz für Aluminium. Ja, also dann schaut euch im Zweifel Sicherheitsdatenblätter an. Heutzutage auch, kann ich sagen, KI
frag die KI, lass die Sicherheitsdatenblätter suchen, lass die analysieren und frag. Fest, dass es für den Hersteller gar keine europäischen gibt, weil es irgendjemand grau importiert hat. Ja, aber frag dann im Zweifel einfach die KI, ey, ist das für meinen Loop geeignet? Checkt mal das Sicherheitsdatenblatt, Korrosionsschutz. Dann kommt man da relativ schnell weiter und das ist dann für euch echt nur gut, dass dann die Sachen am Ende auch weiterhin gut aussehen werden. Oder die alternative Empfehlung, du hast ja den Micropro mit Edelstahldeckel schon geteasert. Kauft einfach Komponenten, in die man nicht reingucken kann, so mache ich das. Das Beste sind einfach ein Gehäuse ohne Scheibe, dann ist die Optik halt egal. Also so schlimm, dass die Korrosion so schlimm wird, dass es die Leistung beeinflusst. Das ist tatsächlich, kenne ich eigentlich nur von Sachen, wo Alu mit im Spiel war. Oder es gab natürlich ab und zu mal schon mal einen Hersteller, der einfach eine Vernickelung verkackt hat, muss man so sagen. Aber das fällt dann nicht unter, ich habe den falschen Korrosionsschutz, sondern das fällt, ich habe einen RMA-Fall. Das ist eine optische Frage, ich teste auch nur mit destilliertem Wasser, also weil ich die Kühler ja nach einem halben Tag in der Regel schon wieder trocken lege und das dann einfach sonst nur Dreck wäre. Ich meine, die meiste Kühlflüssigkeit muss man als Sondermüll entsorgen. Aber die optische Korrosion ist erträglich, sage ich mal, wenn man nicht reinguckt. Also für einen Deltamate MW2 keine Frage. Wenn ihr den kaufen wollt, dann haltet euch an seine Empfehlung. Ja, also eine Sache wollte ich noch ansprechen, was auch häufiger kam in den Kommentaren jetzt in den letzten Tagen ist, man hätte bei so einem Testergebnis ja mit Thermal Grizzly vorher kontaktieren sollen. Auch da muss ich wieder sagen, ich stimme dem Kommentator 100% zu und genau deswegen habe ich das 100%ig gemacht. Also so, ich habe ja schon angesprochen zum Beispiel auch, dass ich Frage hatte, wie fest muss eigentlich die Halterung angezogen werden? Ja, wo hatte ich die Antwort, woher? Wir haben ständig Kontakt mit Thermal Grizzly gehalten, wir haben das alles durchgesprochen und auch die Feststellung, dass Thermal Grizzly beim Deltamate 2 vor allen Dingen auf die Optik Wert gelegt hat, die auch so in meinem Test zitiert hat. Das ist das Primärprodukt von Thermal Grizzly für das letzte Kelvin, der Micropro Die ist. Auch das habe ich natürlich nicht mir aus meiner Feder gezogen, da habe ich original die Marketing-Aussagen von Thermal Grizzly zitiert, weil ich mit ihnen darüber gesprochen habe. Also von daher muss man auch sagen, das war jetzt nicht einfach, dass ich das Review losgelassen habe und die wurden dann total geschockt, sondern wir waren natürlich in Rücksprache und die Werte waren einigermaßen plausibel. Nur die Interpretation, Roman hat das schon gesagt, meine Testergebnisse stehen nicht in Frage. Einzige, was diskutabel war, was ist eigentlich das Vergleichsobjekt und war es das Angemessene. Aber darüber rede ich natürlich nicht mit dem Hersteller eines anderen Produktes, weil den hatte ich zu dem Zeitpunkt ja selbst noch exklusiv unter NDA. Also das nur zur Erklärung, wir stehen sehr wohl immer mit den Herstellern in Kontakt, insbesondere dann, wenn Messwerte auf dem ersten Moment erstmal nicht ganz den Erwartungen entsprechen. Man muss aber auch dazu sagen, ich werde zwar immer als die Außenperson von Thermal Grizzly gesehen, also ja nicht mit Roman selbst gesprochen, sondern in dem Fall. Wir haben eine Marketingabteilung, da arbeiten auch 4 Leute und so soll es auch sein. Auch wir haben interne Prozesse und Abfolgen, die einfach befolgt werden müssen, so gehört es halt dazu. Natürlich ist es aber auch für uns so als Firma, wenn man dann in dem Austausch steht, also wie gesagt, ich war es jetzt nicht, aber ich kann es jetzt nur mal so aus meiner Sicht darlegen, ist es natürlich, es gibt eine Kommunikation, dann gibt es vielleicht ein Messergebnis, aber ich habe ja, also weder jetzt bei uns das Marketing noch ich habe ja dann auch das Video gesehen, das ist dann auch mal was anderes, das kenne ich auch aus meiner eigenen YouTube-Geschichte sehr, sehr gut, dass es dann immer noch was anderes ist. Was ist denn der Messwert auf dem Papier? Und was ist das Video, was ich gemacht habe? Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gesagt? Da kommt es dann auch manchmal auf die kleinsten Formulierungen an. Da habe ich auch schon endlose Diskussionen geführt. Das gehört einfach dazu. Und das ist ja dann auch so, ne? Wenn dann Kleinigkeiten irgendwie formuliert werden, dann lösen die auch was aus. So kam dann auch mein Video zustande. Aber deswegen finde ich es ja umso cooler, dass wir jetzt hier sitzen und das einfach dann easy besprechen. Da will ich auch sagen, also es gab auch zwischen mir und PCGH da jetzt nie irgendwie Beef oder sonst was. Ich habe das ganz sachlich gesehen, sehe ich ja immer noch so. Fand es auch geil, als dann Thorsten im Forum gesagt hat, also wir haben irgendwie 2-3 Mal hin und her geschrieben, wo ich dann so feststand, dass wir mal einen Nachtest noch machen werden. Genau, und dann meinst du so, ey, komm vorbei. Dann meine ich so, ey, eigentlich geile Idee. Dann nicht mal eine Woche später sitze ich hier. Ne? Und das, alleine diese Offenheit auch zu haben, dass wir sagen, ey, wir sind ja auch eine Community und das wird einfach vernünftig aufgearbeitet. Ist doch cool. Also das kann ich auch schon jetzt sagen, wenn der Nachtest komplett durch ist mit allen Runs, die Messwerte vom ersten Run, wem irgendwann vorwerfen würde, ich würde Wärmeleitpaste falsch auftragen. Nee, montiert vom Chef persönlich, der Thermal Grizzly. Also da kann man echt nicht mehr sagen, dass wir den Test manipuliert hätten. Wir haben nur aufgepasst, dass er ihn nicht manipuliert. Da sind wir komplett offen, was die Methoden angeht. Und wo du gerade noch Messwerte angesprochen hast, also zum einen nochmal zur Herstellerkommunikation. Ich kommuniziere tatsächlich denen nur meine Ergebnisse, nicht aber meine Bewertung. Also das wusste Roman vorher nicht, beziehungsweise sein Mitarbeiter, wie ich die Kühler relativ zueinander einordnen werde. Das hat zum einen den einen Grund, dass es sehr viele Hersteller gibt, bei denen man dann mindestens ein Quartal eine Diskussion am Laufen hat, wenn man ihnen sagt, ich finde dein Produkt nicht perfekt, scheißegal, ob das jetzt verdient hat oder nicht. Einige Leute reagieren sehr drauf, deswegen redet man über sowas allgemein nicht. Der andere Aspekt ist aber auch, dass man den Hersteller damit impliziert jedes Mal zwingen würde, Stellung zu nehmen
dazu, dass man jetzt zum Beispiel ein Konkurrenzprodukt besser oder schlechter bewertet hat. Nun gibt es auch Hersteller, die machen das, aber das ist eigentlich, finde ich, sehr unseriös, wenn sich ein Hersteller hinstellt und sagt, ja, aber wir sind besser als die Konkurrenz oder man von ihm umgekehrt verlangt zuzugeben, dass die Konkurrenz besser ist. Nein, das ist Job des Testers, ein Ranking aufzustellen und Sachen zu vergleichen. Der Hersteller, für den will ich eine Bestätigung haben, das, was ich gemessen habe als Wert, kann hinkommen oder kann nicht hinkommen. Darüber tauschen wir uns mit Thermoglossy aus. Also deswegen auch nochmal, das Reaction-Video von Roman war ja im Prinzip auf meine Bewertung. Die kannte Thermoglossy nicht vorab. Aber die Messwerte, auf denen sie basiert und aus denen sie auch geschlussfolgert ist, und dazu stehe ich auch weiterhin, die waren alle vorher kommuniziert. Was ich aber eigentlich zum Thema Messwerte sagen wollte, jetzt mal als Feedback an die Leser, auch noch einige Leute darüber aufgeregt haben. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich die Kritik, die mir am härtesten getroffen hat, weil, ja, scheiße, die hatten recht. Ich habe ganz oft Grad gesagt, Differenz. Also bitte mal die Entschuldigung. Nein, es war natürlich Kelvin gemeint. Ein anderer hat sich aber auch aufgeregt, dass wir 40 Kelvin Differenz angegeben haben. Oder dass wir eine Temperatur von 40 Kelvin angegeben haben, was ziemlich weit unter dem Gefrierpunkt wäre. Da muss ich dazu sagen, bitte nochmal, wenn wir das einblenden, bitte lest nicht nur den Wert, über den wir gerade gucken. Da stand oben links drüber Differenztemperatur, Wasser, CPU. Ich meine, das kann man sich im Kontext auch denken, aber es stand auch tatsächlich oben drüber. Ich habe noch ins Video reingeguckt, das war korrekt eingeblendet. Nur wir schreiben es halt nicht hinten an den Temperaturwert dran, weil da steht nur die Einheit. Sorry dafür, dass das ein bisschen unübersichtlich war, aber bitte liest die ganzen Sachen, die kurz auf dem Bildschirm erscheinen. Ich hatte also Grad Celsius, Kelvin. Ich habe am Anfang meines YouTube-Kanals immer alles in Kelvin gemacht. Ich habe immer versucht, das zu indoktrinieren, dass Leute verstehen, dass man eigentlich eine Temperaturdifferenz immer in Kelvin angibt. Und ich habe gefühlt endlose Diskussionen geführt, weil jedes Mal unter jedem Video halt zu viele Leute dabei sind, denen das nicht bewusst ist. Das dann zu viel mehr Verwirrung führt. Und jetzt bin ich tatsächlich auch wieder zurückgegangen und meistens sage ich es in Grad Celsius. Was mich persönlich für mich persönlich auch stört. Aber wenn ich sehe, dass die Mehrheit dadurch dem Video besser folgen kann, dann mache ich es, auch wenn es mal wissenschaftlich man eigentlich anders machen würde. Also man muss sagen, es ist mittlerweile offiziell erlaubt, Temperaturdifferenzen auch in Grad Celsius anzugeben. Ich persönlich habe mir nicht nur aus wissenschaftlicher Überzeugung eigentlich das Kelvin angewöhnt, es sei denn, ich verhaspel mich mal wieder, sondern es ist auch im Wasserkühlungsbereich jetzt nicht so wichtig, aber ich habe früher auch Luftkühlung-Tests gemacht und da ist es dann doch sehr wichtig zu unterscheiden zwischen einer Differenz und einer Absoluttemperatur. Denn da arbeitet man sehr oft mit Absoluttemperaturen. Wenn ich CPU-Temperatur gegen Luftkühler, gegen Lufttemperatur mache, da habe ich nicht eine präzise kontrollierte Wassertemperatur, die ich als Referenz nehmen kann. Also ich rede sehr oft darüber, wie warm wird die CPU absolut, auch zum Beispiel bei der Überhitzung tatsächlich ein Thema sein kann. Und im Vergleich dazu bespreche ich aber genauso die Abstände zwischen Kühlern. Und da unterstützt es die Verständlichkeit wiederum, wenn du wirklich eine getrennte Einheit für die Unterschiede zwischen Produkten nimmst und für den absoluten Bereich, in dem du dich bewegst, weil du über beides redest. Weil wenn du die beiden Werte vermischst, dann kommt so richtig Kokolores bei raus. Und das ist tatsächlich für den Leser besser, wenn du das schon anhand der Einheit erkennen kannst, worum es eigentlich geht. Und ja, bei CPU-Wasserkühlern hat man halt, dadurch, dass man die Wassertemperatur als Bezug messen kann, hat man dann halt nochmal das Kelvin, wenn der Redakteur daran denkt, sich korrekt auszudrücken. Ja, danke auf jeden Fall, dass wir das so schnell hier möglich gemacht haben. Also ich kenne das auch von anderen Reviewern, dass die dann sagen, so nee, gar keinen Bock auf sowas. Deswegen ja, einfach sehr cool, hat mich sehr gefreut. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was am Ende bei den anderen Messungen rauskommt und ob dir noch die Möglichkeit gegeben wird, vielleicht noch ein paar andere Sachen anzuschauen. Also die stehen auf alle Fälle auf meinem Plan, dass ich irgendwann die Zeit noch vernehme. Es kann sein, dass sie für ein halbes Jahr im Schrank verschwinden und dann mache ich irgendwann noch mal das Special, was bringen eigentlich feinere Bodenplatten? Wir haben da zufällig ein paar Samples rumliegen gehabt. Im Moment wurden halt schon allein für dieses Review 2 andere Tests nach hinten verschoben, die müssen auch noch irgendwann fertig werden. Aber ich gucke mal, was sich machen lässt. Ich bedanke mich auf alle Fälle dafür, dass du da warst, dass wir das alles direkt besprechen konnten. Ich danke dir. Auch hier die exklusiven Muster, die uns die Möglichkeit bieten, Sachen zu testen, die so im Laden gar nicht zu kaufen. Gibt es auch immer wieder cool sowas. Und ich glaube, Raff ist dir noch viel dankbarer für das, was du mitgebracht hast. Und ja, wir gucken mal, wie das weitergeht, wann wir die nächste Kooperation haben. Ansonsten, man sieht sich bestimmt auf der Gamescom. Auf jeden Fall. Ich wahrscheinlich nicht, aber andere Leute von uns und du bist auch nicht da. Perfekt. Unsere Kollegen sehen uns auf der Gamescom und wir verabschieden uns hiermit.